Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch diese Hausschuhe oder Socken. Sieht sehr schön am Fuß, schaut richtig schön aus. Ist eigentlich auch recht einfach zu stricken. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir messen mit euch den Schuh zusammen aus. Und zwar, ich fange oben hier an zu stricken und Maschenanschlag ist bei mir die Größe 37, 50 Maschen. Ich habe für euch weitere Größen ausgerechnet. Bei 40 sind es ca. 54 Maschen, bei 44, 58 Maschen, Maschenanschlag. Das wird dann praktisch die Breite von dem Maschenanschlag. Bei mir sind es 50 Maschen, 24 cm. Das ist hier die komplette Breite. Also die Hälfte habe ich dann 12 cm. So, dann stricken wir das Bündchen hier oben praktisch. Und die Höhe ist bei mir dann 5 cm. Dann machen wir Folgendes. Wir teilen den Schuh, diese komplette Breite in 3 Teile auf und stricken dann das mittlere Teil, hier dieses Stück, für die Mitte. Das ist die Aufteilung. Bei der kleinen Größe habe ich dann 18, 14, 18. Die Mitte besteht aus 14 Maschen. Bei Größe 40 kann man ca. 16 Maschen für die Mitte nehmen und bei 44 18 Maschen. Zwischengrößen kann man dann anpassen. So, und wir stricken dann hier diese Länge. Das sind 32 Reihen für Größe 37, für Größe 40, 34 bis 36 Reihen und für 44, 38 bis 40 Reihen und anschließend stricken wir diese Spitze. Und die Gesamtlänge bei mir, für meine Größe bis zur Spitze hier, sind dann ca. 10 bis 11 cm. So, das ist praktisch diese Spitze dann, die Länge, komplette Länge, ca. 10 bis 11 cm. Danach stricken wir diesen Abschnitt bis zur Sohle. Die ist bei mir die Höhe ca. 4 cm. Ja, und die Sohle ist bei mir dann ca. 5 cm. Und die Gesamtlänge von dem Schuh habe ich jetzt 21 bis 22 cm. Genau, und hier die komplette Breite habe ich ca. 10 cm. So, die Breite von dem Schuh kann man hier mit diesen Reihen noch erweitern oder umgekehrt, wenn man weniger reinstrickt, dann wird der Schuh etwas schmaler. Die Sohle kann man dann folgendermaßen machen. Also für die Sohle nehme ich für meine Größe 10 Maschen. Bei Größe 40 kann man zum Beispiel 12 Maschen nehmen, bei 44 kann man 14, kann man auch 16 Maschen für die Sohle stricken. So, das sind jetzt die allgemeinen Angaben. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Und dann fangen wir mit dem Stricken an. Für diese Hausschuhe verwende ich die Wolle von der Firma Relane, flotte Socke. Lauflinie haben wir da 150 Gramm, 375 Meter. Zum Stricken verwende ich die Rundstricknadeln in der Stärke ca. 2,75 bis maximal 3 mm. Für den Hausschuh habe ich jetzt für Größe 37 50 Gramm Wolle gebraucht. Bei Größe 40 braucht man ungefähr 55 und bei 44 60 Gramm Wolle. Ich würde schon eher mehr Wolle kaufen als meine Angaben. Ich nehme auf den Nadeln 50 Maschen auf. Auf die Art und Weise, die ihr gewohnt seid, einfach 50 Maschen aufnehmen.
So, die Maschen habe ich aufgenommen. Jetzt stricke ich 10 Reihen kraus rechts. Und das heißt, jede Reihe rechte Maschen. Also die Randmasche hebe ich ab und jetzt stricke ich alle Maschen rechts. So, ich habe jetzt alle Maschen rechts gestrickt. Die letzte Masche stricke ich auch rechts. Diese kann man aber auch links stricken. Jetzt wende ich das Ganze und stricke die zweite Reihe auch alle Maschen rechts. So, weil ich die Randmasche rechts gestrickt habe, hebe ich die erste Masche so ab, dass ich den Faden vor der Arbeit lege. Dann hebe ich die Masche ab. Wenn man links strickt, bleibt der Faden hinter der Arbeit. Und dann stricke ich alle Maschen rechts und die letzte Masche stricke ich auch als eine rechte Masche. Und so insgesamt stricken wir 10 Reihen kraus rechts. Ich habe jetzt 10 Reihen kraus rechts gestrickt, das sind 5 Rippen entstanden. Jetzt stricke ich 4 Reihen mit der weißen Farbe und 4 Reihen dann wieder mit der grauen Farbe. Also ich nehme mir den weißen Faden, stricke hier die erste Masche rechts und dann stricke ich ganz normal alle Maschen rechts, also kraus rechts stricke ich weiterhin 4 Reihen in weiß und dann 4 Reihen wieder in grau. Ich habe jetzt praktisch 8 Reihen gestrickt. So schaut es aus. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt teilen wir das Ganze in 3 Teile auf. Ich habe hier 18 Maschen auf den Seiten und in der Mitte habe ich 14 Maschen. Und jetzt nehme ich mir den weißen Faden, die Maschen am Rand hebe ich erstmal alle ab, ohne zu stricken. Die 18 Maschen hebe ich ab auf die rechte Nadel. Und die mittleren 14 Maschen stricke ich jetzt kraus rechts mit der weißen Wolle, also ganz normal weiterhin kraus rechts stricken und wir stricken insgesamt für die Größe 37, 38 32 Reihen, es sollen 16 Rippen entstehen. So, also bis zum Markierer habe ich jetzt gestrickt. Das sind jetzt 14 Reihen. Jetzt wende ich und stricke jetzt alle weiteren Reihen rechte Maschen. Also insgesamt 32 Reihen stricken wir jetzt. Nur in der Mitte mit der weißen Wolle. So, die Randmasche stricke ich hier auch rechts, ganz normal. Oder man kann ja auch links stricken, je nachdem. So, und jetzt wenden und weitere kraus rechts reinstricken. So, ich habe jetzt 32 Reihen gestrickt, das sind 16 Rippen. Und jetzt stricken wir die Maschenabnahme hier an der Spitze. Und zwar, das machen wir folgendermaßen. So, ich bin jetzt auf der rechten Seite. So, die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich 2 Maschen rechts. Jetzt stricke ich alle weiteren Maschen, bis 3 Maschen am Ende der Reihe übrig bleiben. So.
So, die 2 Maschen stricke ich rechts zusammen und die Randmasche stricke ich auch rechts oder links, je nachdem wie ihr gewohnt seid. So, jetzt wende ich und die linke Seite stricken wir alle Maschen rechts ohne Maschenabnahme. Also die Randmasche hebe ich ab und dann stricke ich einfach alle Maschen rechts. So, Randmasche stricke ich auch rechts. Jetzt wende ich wieder und wir stricken die Maschenabnahme immer auf der rechten Seite. Also die Randmasche hebe ich ab, die ersten 2 Maschen stricke ich rechts zusammen. So, dann stricke ich weitere Maschen rechts, bis 3 Maschen übrig bleiben. So, 3 Maschen, die ersten 2 stricke ich rechts zusammen und die Randmasche stricke ich rechts. Und an die linke Seite stricke ich auch wiederum alle Maschen rechts und auf der rechten Seite stricke ich die Maschenabnahme wie jetzt gezeigt. Und so verstricken wir alle Maschen. Und dann sehen wir uns nochmal. So, also ich bin jetzt auf der rechten Seite. Ich habe jetzt 4 Maschen auf der Nadel. Die mittleren 2 stricke ich rechts zusammen. Die Randmasche stricke ich auch rechts. So, jetzt wende ich auf die linke Seite. So, jetzt habe ich 3 Maschen und die stricke ich alle 3 Maschen. Also man kann da am besten, glaube ich, links stricken. Muss ich gucken. Oder wenn man die Masche wendet, kann man die Randmasche, habe ich gewendet. Also was ich vorhin vielleicht vergessen habe zu sagen, also wichtig ist, dass hier der Rand, so aus dem Rand so ein Zopf entsteht, damit das dann schön nach außen schaut. Genau, bei der, wenn man die Randmasche strickt, dass man darauf achtet. So, und jetzt stricke ich, also ich habe die Randmasche einfach abgenommen, gewendet wie gewohnt, und dann stricke ich alle Maschen rechts, so dass wir wirklich alle Maschen verstrickt haben. So. Und die Spitze schaut dann so aus. Den Faden können wir jetzt abschneiden. Dann nehme ich mir den Faden hier durch die Schlinge durch und so zusammenziehen. So. So, jetzt mache ich Folgendes, und zwar, ich habe hier meinen grauen Faden hier auf der rechten Seite. Jetzt nehme ich mir die Maschen erstmal auf die linke Seite. So, jetzt stricke ich erstmal diese Maschen alle rechts. So, die Maschen habe ich rechts gestrickt. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen hier jetzt die Maschen auf. So, und zwar, wir haben hier diese Schlingen, diese 2 Schlingen. Und die nehme ich mir die Maschen auf. Und zwar, das machen wir folgendermaßen. Wir wollen, dass bei uns der Zopf auf der rechten Seite ist. Deswegen stiche ich von hinten ein und hole mir den Faden, praktisch wie eine linke Masche. So, dann hier unter die nächsten 2 Schlingen von hinten nach vorne einstechen und so den Faden holen.
Dann unter die nächsten 2 Schlingen einstechen, von hinten nach vorne, dann den Faden holen. So schaut es dann aus und der Zopf schaut dann nach vorne. Den haben wir dann auf der rechten Seite. Und auf diese Weise nehmen wir dann die Maschen auf, bis wir an der Spitze ankommen. So, ich wollte euch noch mal was zeigen, falls hier ein Loch entsteht bei euch. Das ist bei mir jetzt auch der Fall. Also bevor ich hier die Maschen aufnehme, nehme ich mir hier und zwar eine rechte Masche auf, also hier zwischen irgendwo einstechen und noch eine zusätzliche Masche aufnehmen. Also eine rechte Masche und die nächsten Maschen, wie ich gezeigt habe, alle als linken Maschen aufnehmen. Auf der anderen Seite, dann mache ich das genauso. Hier zwischen nehme ich noch eine Masche auf. Jetzt erstmal bis zur Spitze nehme ich mir die Maschen. So aufnehmen. Also ich habe jetzt bis zur Spitze alle Maschen aufgenommen. Jetzt ziehe ich mir hier die Nadel aus. Jetzt nehme ich hier auf der Seite auch, also hier steche ich jetzt ein und nehme da auch die Maschen auf. Schaut es aus und dann weitere Maschen aufnehmen. So, ich habe jetzt alle Maschen aufgenommen. Jetzt mache ich das genauso wie auf der anderen Seite. Hier nehme ich mir noch eine Masche auf, so als eine rechte Masche, und dann stricke ich ganz normal hier auf der linken Nadel dann alle Maschen rechts. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt stricke ich noch 3 weitere Reihen kraus rechts und zwar, ups, also ich stricke dann weitere 3 Reihen kraus rechts und zwar wir haben hier die Maschen aufgenommen, eine Reihe haben wir mit euch gestrickt und jetzt stricken wir praktisch diese Streifen in Grau. Das sind insgesamt 4 Reihen. Wir stricken noch weitere 3 Reihen kraus rechts. Einfach alle Maschen hier komplett, die wir aufgenommen haben, und auf den Seiten komplett rechts durchstricken. Also ich habe jetzt 4 Reihen gestrickt, es sind 2 Rippen entstanden. Dann machen wir Folgendes. Dann stricken wir 4 Reihen mit der weißen Farbe und anschließend stricken wir 8 Reihen mit der grauen Farbe. Und danach sehen wir uns und dann stricken wir zusammen die Sohle. Also erstmal 4 Reihen weiß und 8 Reihen in Grau. Kraus rechts, ohne Maschenabnahme oder Zunahme, einfach in Reihen weiter stricken. Also ich habe jetzt soweit gestrickt, und zwar ich habe 4 weiße Reihen gestrickt und 8 Reihen in Grau. So schaut das Ganze dann aus. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich habe mir jetzt in die Mitte 10 Maschen für die Sohle markiert. Jetzt stricke ich hier bis zur ersten Markierung alle Maschen rechts. Fange ich ganz normal hier an zu stricken bis zur Markierung. Die Randmasche hebe ich ab und dann stricke ich alle Maschen rechts.
Bin jetzt bei der ersten Markierung. Markierung nehme ich mir auf die rechte Seite. Jetzt stricke ich 9 Maschen rechts. So, das ist dann bei mir die 10. Masche. Die nehme ich erstmal auf die rechte Seite und nehme den Markierer ab. Und stricke ich die 10. und die 11. Maschen rechts zusammen. Jetzt wende ich das Ganze. So, die Randmasche hebe ich ab, so dass der Faden vor der Arbeit liegt. Und jetzt stricke ich alle Maschen rechts. So, das ist dann die 10. Masche. Den Markierer nehme ich ab. Und jetzt stricke ich die 10. und die 11. Masche rechts zusammen. Am besten von hinten. Ich mache es meistens von hinten. Nach vorne so oder so, wie es euch am besten passt. Jetzt wende ich das Ganze. So, die Randmasche hebe ich ab. Faden liegt bei mir vor der Arbeit. Jetzt stricke ich wieder rechte Maschen, bis ich bei der 10. Masche ankomme. So, wir sehen jetzt, wo unsere 10. Masche ist. Das ist diese, wo der Abstand ist. So, das ist die 10. und das ist die 11. Masche und die stricke ich auf diese Weise rechts zusammen. Jetzt wende ich und das Ganze wiederholen wir. Das heißt, am Anfang die Randmasche hebe ich immer ab, Faden vor der Arbeit, dann stricke ich alle Maschen rechts. Also mit der Randmasche stricke ich 9 Maschen rechts und die 10. und die 11. Maschen, also immer am Ende der Reihe, stricke ich 2 Maschen rechts zusammen. Und so stricken wir weiter, bis bei uns auf der Seite 3 bis 4 Maschen übrig bleiben. Also wir stricken praktisch alle Maschen auf den Seiten. Und es entsteht dann unsere Sohle. Also auf diese Weise mit der Maschenabnahme am Ende der Reihe hier, 10., 11. Masche, stricken wir dann weiter. Also ich habe jetzt soweit gestrickt, hier die Sohle komplett verstrickt und in der Mitte habe ich jetzt 10 Maschen und auf der Seite 3 bis 4 Maschen. Und jetzt stricken wir die Maschenabnahme für die Ferse. So. So, also die Randmasche hebe ich wieder ab. Und jetzt stricke ich die ersten, das sind die mittleren 10 Maschen bei mir. Jetzt stricke ich 2 Maschen rechts zusammen. Jetzt stricke ich weitere Maschen rechts. So, das ist bei mir die 10. Masche. Die 2 Maschen davor stricken wir auch rechts zusammen. Also ich habe jetzt praktisch 4 Maschen rechts gestrickt und jetzt stricke ich 2 Maschen rechts zusammen. Und das ist die 10. Masche, die 10. und die 11. Masche stricke ich wie bis jetzt rechts zusammen. Jetzt wende ich das Ganze. So, die linke Seite stricke ich ohne Maschenabnahme. Also die Randmasche hebe ich ab, stricke jetzt alle Maschen rechts. Die 10. und die 11. Maschen stricke ich aber wie bis jetzt zusammen.
Ich stricke aber keine Maschenabnahme für die Ferse. Also die 10. und die 11. stricke ich wie bis jetzt wieder rechts zusammen. Jetzt wende ich. Jetzt bin ich auf der rechten Seite. Die Randmasche hebe ich wieder ab. 2 Maschen rechts zusammen. So, das ist die 10. Masche. Also ich stricke jetzt 2 Maschen rechts. Und ich stricke 2 Maschen rechts zusammen. Und das wird dann die 10. und die 11. Masche. Die stricke ich ganz normal rechts zusammen. Jetzt wende ich und stricke wieder die linke Seite. Alle Maschen rechts, die 10. und die 11. Maschen stricke ich rechts zusammen. Und auf der rechten Seite stricke ich auch wiederum die Maschenabnahme, bis bei uns in die Mitte dann ganz wenig Maschen bleiben. Zeige ich euch gleich. Also ich bin jetzt auf der rechten Seite. Die Randmasche habe ich abgehoben. Jetzt stricke ich 2 Maschen rechts zusammen. Dann die nächsten 2 Maschen rechts zusammen. So, dann habe ich nur noch die 10. und die 11. Maschen. Die stricke ich einfach rechts durch. Jetzt sind bei mir 7 Maschen. Diese 7 Maschen ziehe ich dann einfach zusammen. Also ich hebe jetzt alle Maschen. Es können hier mehr oder weniger Maschen sein. Es kommt auf eine Masche nicht an. Also es können auch weniger Maschen sein. Das ist, die Maschenanzahl ist eigentlich jetzt hier egal. So, den Faden, den können wir abschneiden, aber den etwas länger abschneiden, weil ich will dann hier die hintere Naht damit zusammennähen. Also etwas länger abschneiden, den Faden. So, jetzt ziehe ich mir diesen Faden durch alle Schlingen durch. So, ich glaube, dann mache ich hier den Faden. Also ich habe einmal durchgezogen. Jetzt habe ich hier diese Schlinge. Und dann ziehe ich mir den Faden durch die Schlinge durch. So mache ich das. Jetzt kann ich das Ganze schön zusammenziehen. So schaut dann die Ferse aus. Jetzt legen wir die rechte Seite auf die rechte Seite drauf. So, also einmal wenden. Jetzt können wir hier die hintere Naht vernähen. Das kann man mit einer Nähnadel machen oder mit einer Häkelnadel. Also ich mache das mit einer Häkelnadel. Also ich stiche hier am Rand. Wir haben immer hier so diese 2 Schlingen am Rand. Da kann man zum Beispiel drunter gehen, einstechen. Also ich fange hier ganz oben an. Auf einer Seite und auf der anderen Seite diese beide Schlingen, also durchstechen. Jetzt ziehe ich mir den Faden einmal hier durch, die nächsten 2 Schlingen, auf der anderen Seite Faden durchziehen und jetzt die linke durch die rechte Schlinge durch. Einmal hier vorne und hinten, also ich habe jetzt 4 Schlingen, durchziehen, die linke durch die rechte durch. Nicht zu fest zusammenziehen, weil sonst zieht sich auch die Naht hinten ziemlich stark zusammen. Also auf diese Weise dann einfach zunähen. Und so schaut es auf der linken Seite aus und so schaut es dann auf der rechten Seite aus. So, dann nur noch Fädchen vernähen, abschneiden. Das können wir auch zusammen machen. Ich zeige euch, wie ich die einzelnen Fädchen verarbeite, wie hier zum Beispiel. Also wenn ich praktisch nur einen Faden habe,
mache ich so, dass ich den Faden in 2 Teile aufteile. So, jetzt steche ich irgendwo ein, hole mir eine Seite hier durch. Jetzt kann ich einen Knoten binden. So, jetzt kann man abschneiden. So, hier habe ich auch einzelnen Faden genauso vorgehen und hier kann man die schon zusammen verbinden und abschneiden. Auf diese Weise dann alle Fädchen verarbeiten. Und so schaut der Schuh aus. So sitzt der Schuh an dem Fuß. Ist richtig schön, hat eine schöne Passform. Also ich wünsche euch viel Spaß. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch eure Kommentare oder Wünsche. Würde mich auch sehr freuen und bis zum nächsten Mal.